Ein Besuch bei meiner Frau Larissa in Mannheim. Sie hat von ihrem Chef eine Abokarte bekommen ins Nationaltheater. Das war die Zauberflöte. Das war für mich quasi der Impuls, in diese Branche zu wechseln. Die KNK Philharmoniker haben wir gegründet im Juni 2002 in der Stadt Lemberg, in der ukrainischen Stadt Lemberg. Es war eine 1 Million Einwohnerstadt und diese Stadt hat viele Jahre zur österreich-ungarischen Monarchie gehört. Ich habe von Beethoven 9. mittlerweile schon wirklich oft gesungen. Es ist nie wie hier. Es ist wirklich großartig, weil er die Musik immer wieder ganz authentisch empfindet und seine Version findet und die auch transportiert mit dem Orchester. Das ist nicht allein die Gage, das ist die Arbeit mit dem Matthias Kendlinger zum allerersten. Denn man hat dort die Möglichkeit, die 9. in Ruhe zu musizieren. Ich liebe die Arbeit mit ihm. Es kommen immer Impulse von neuen Seiten, die man so noch nicht bedacht hat. Weil er so viel Frisches reinbringt in dieses Stück, so musikantisch und leidenschaftlich, dass schon allein die Probe gestern mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Man lebt da drinnen wie in einer eigenen Welt und das kommt nicht so oft vor. Also ich finde, gerade in unserem Künstlerleben, man trifft oft auf Routine und auf Müdigkeit, was die Interpretation betrifft. Und das ist wirklich herausragend hier. Der Maestro Kendlinger, da spürt man, was das für ein Pfungsmusiker ist. Da gibt es keine Mätzchen und keine Eitelkeit. Der dirigiert ganz, ganz versammelt, ganz intensiv. Ich habe das Gefühl, man kann gar nicht anders, als ihm zu folgen. Also alles in allem wirklich ein beeindruckender Abend. Ich war sehr glücklich. In die Ukraine kam ich eigentlich durch einen Besuch von Tschernobyl-Kindern. Also nach diesem Unglück sind einige Kinder bei uns hier im Dorf und in den Nachbardörfern auf Erholung gekommen. Und da habe ich einen Lehrer kennengelernt, der wusste, dass ich Musiker bin und der hat mir eingeladen, einmal Lemberg zu besuchen. Es wären so viele talentierte Musiker da. Die Kriterien, nachdem wir die Musiker auswählen, sind immer noch dieselben. Es steht sehr stark bei uns im Vordergrund die Musikalität, die Technik, die man dazu braucht, auch die Ausstrahlung des Menschen und auch das, was er an Inhalt in der Musik zu bieten hat, was er durch seine Musik sagen kann. Ich delegiere alles, was ich nicht unbedingt selber machen muss, weil ich die Freizeit brauche, also die nötige Zeit zum Komponieren und zum Vorbereiten der Programme. Wir delegieren an unsere Mitarbeiter im Büro in Ebbs oder im Büro in Leipzig oder im Büro in Lemberg in der Ukraine. Wir haben erstklassige Mitarbeiter, die jeder in seinem Fachbereich sehr gut arbeiten und sich einsetzen für die Firma. Bei der Premiere des Strauss-Programms in Lemberg, als ich für Matthias eingesprungen bin, hat uns die Oper dort aus irgendwelchen Gründen zum Ende seines frisch aus der Taufe gehobenen Freiheitsmarsches das Licht abgedreht und die Musiker haben das Werk bravourös im Dunkeln auswendig zu Ende gespielt. Also Matthias ist für mich jetzt nicht in erster Linie ein musikalischer Autodidakt, denn Musik ist eine Kunst und als solches ja nicht zu einer strengen Schule unterworfen. Matthias ist in erster Linie für mich ein Mann mit ganz großen Visionen, einer unglaublichen Energie und einer Fähigkeit, diese Visionen Kraft seiner Energie auch umzusetzen. Dass er damit dann auch künstlerische Dinge gestaltet, ist eigentlich das Tüpfelchen auf dem i. Aber dieses Unternehmen aus dem Nichts aufzubauen, ist einzigartig in ganz Europa und das ist das wirklich Faszinierende an ihm. Also Matthias Kendlinger ist ja wirklich eine ganz spezielle Persönlichkeit, also gerade in dieser
in diesem Klassik-Business, wenn ich das so nennen darf, weil er einfach sich überhaupt nicht daran hält, was üblich ist, was nicht üblich ist, sondern er hat seine Ideen, er hat seine Herangehensweise und setzt diese Ideen um und versucht Mittel und Wege zu finden, um das zu realisieren, und es gelingt ihm, und es gelingt ihm sehr gut. Und das ist das Schöne daran, weil es einfach sehr frisch ist und einfach nicht diese übliche Routine beinhaltet, die sonst so oft zu sehen ist, sondern dass er mit ganz neuen Ideen, mit ganz neuen Konzepten aufwartet, und das ist das total Interessante für mich daran. Die neue Musik heutzutage ist ja sehr atonal oder eher klangorientiert, dass nur verschiedene Klänge sich mischen. Ich schreibe mich eher der tonalen und der melodiösen Musik zu. Ich will Musik schreiben, die für das Publikum oder für die Konzertbesucher geschrieben ist. Ja, es war sozusagen schon ein ausgefallener Weg, eben mein Weg, weil ich habe also nicht Musik studiert. Ich habe alle Instrumente nach dem Gehör gelernt, sozusagen. Ich habe 7 Instrumente gespielt, früher auf der Bühne. Und das einzige Instrument, was ich nach Noten gelernt habe, und das nur bei der örtlichen Blaskapelle, war die Klarinette. Nur irgendwann habe ich bemerkt, dass ich also ein sehr gutes Gehör habe und dass mir Musik sozusagen im Blut ist. Und der ganze Prozess, wie ich zum Veranstalter wurde, zum Opernproduzent, zum Konzertveranstalter, zum Komponist, zum Dirigent, das ist eigentlich alles nach der Reihe von selbst gekommen. Ich habe nicht danach gesucht, sondern es war immer wieder die Unzufriedenheit, die gekommen ist und die mir gesagt hat, so, also du bist mit dem nicht zufrieden, entweder du hörst auf oder du machst es selber jetzt besser. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich selber mal dirigiere. Das ist einfach da gewesen. Ich habe Dirigenten engagiert, das war nicht so stimmig, da kommen die eigenen Ideen, das würde ich so machen, das so. Und dann war immer die Wahl, ja, mach's selber oder hör auf. Weil wenn es so weit kommt, dass du dann deinen eigenen Konzerten nicht mehr zuhören kannst als Veranstalter, dann kannst du entweder nur noch aufhören oder selber machen. Und dann bin ich halt immer diesen Weg gegangen, das selbst zu tun. In unserer Beziehung ist es so, dass Arbeit und Privat komplett ineinander laufen. Es gibt keine Trennung. Natürlich gibt es da Krisen und ich denke, also aus meiner Erfahrung heraus, die ganzen letzten 25 Jahre, die wir gemeinsam verbracht haben, ist es das Wichtigste, dass man sich denkt, wir haben so viel gemeinsam. Warum soll ich jetzt irgendwie nach Fehlern suchen? Mir hat es sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, da braucht man kein Fachmann zu sein. Solche Musik bewegt einfach. Und ich finde das Orchester, ich finde es wirklich grandios. Es ist unglaublich präzise. Das ist auch das, was mir wahnsinnig gefallen hat heute Abend. Die Präzision und auch die Intonation von dem Chor. Ich bin ein Fan von dem Chor. Nicht nur heute Abend, ich habe ihn schon mal gehört mit dem Freischütz. Das war auch genial. Ich finde es toll, dass sowas existiert und das ohne irgendwelche Steuergelder. Das ist wirklich unglaublich beeindruckend.